Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal mal wieder ein Video der anderen Art. Es geht in diesem Video um die Fluggesellschaft Everts, über ihre Geschichte und über das, was sie so machen. Für alle Freunde des Starfighters, es wird weitergehen. Für alle, die sich darauf freuen, dass neue Videos von der MiG veröffentlicht werden. Die sind in Arbeit, aber ich brauchte mal eine Auszeit. Zur Abwechslung mal ein Cargo Flight in Alaska. Viel Spaß. 1977 gründete Clifford Everts die Fluggesellschaft Everts Airfuel. Er kaufte zwei ehemalige Militärfrachter, eine Douglas DC-6A und eine Curtiss C-46A Kommando. Das habe ich aus Wikipedia. Über die Livery der DC-6A bin ich auf diese Fluggesellschaft aufmerksam geworden. In Alaska liegen die Orte sehr weit auseinander. Gerade im Winter sind einzelne Orte nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Everts Airfuel befördert Benzin, Kerosin, Heizöl, Petroleum und Diesel zu den entlegenen Gemeinden und Minenstandorten in Alaska. Die Geschäftsidee ging auf und die Flotte vergrößerte sich. Allerdings ist das Business unter diesen Raumbedingungen kein Zuckerschlecken. Im Laufe der Zeit kam Sandor mit ins Geschäft und die Fluggesellschaft hat sich bis zur heutigen Zeit in 3 Gesellschaften aufgeteilt. Diese Gesellschaften bedienen auch heute noch abgelegene Orte im Inland, Minen, Ölförderanlagen mit allen Dingen, die sie zum täglichen Leben brauchen. Teilweise werden noch Maschinen eingesetzt, die schon 63 Jahre alt sind. Diese Maschinen werden meist von Veteranen der US Air Force oder der US Marines geflogen, die mehrere tausend Flugstunden aufweisen können. So werden die Helden von einst Helden zum Alter von heute. Ich fliege hier heute einen Transportflug von Willie Postville Roger Memorial Airport zum Kenai Municipal Airport. Der Startflughafen im Barrow ist der nördlichste auf US-amerikanischem Territorium. Der Flughafen ist benannt nach dem Komiker Will Rogers und dem Piloten Willie Puss, die beide etwa 14 Kilometer entfernt am Point Barrow bei einem Flugzeugabsturz 1935 ums Leben kamen. Den sehr detaillierten Flughafen gibt es auch als Freeware. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Der Kenai Airport befindet sich südlich von Anchorage, ca. 3,5 Flugstunden entfernt. In der Trading Bay befinden sich sehr viele Ölförderplattformen. Einige werden wir sehen. Aber erst kurz vor der Landung. Vorher überfliegen wir ein endlos menschenleeres Gebiet. Das Wetter wird schlechter, aber der Start steht bevor. Zum Flug selber, ich habe den Flug im Realtime geflogen und ich habe selten so eine menschenleere Gegend gesehen. Keine Lichter, gerade nachts müsste man ja eigentlich die ganzen Ortschaften sehen, die bewohnten, aber hier ist halt nur sehr wenig bewohnt. So, ich warte jetzt hier auf meine Startfreigabe und wenn ich die bekommen habe, werde ich mich auf den Weg machen, so wie jede Nacht. Ich bin daher in die Rolle eines Transportfliegers geschlüpft. Nicht in die Rolle eines Helden, den man im Kino sieht, sondern in die Rolle von jemandem, der täglich dafür sorgt, dass alle Leute alles bekommen, was sie brauchen. Egal bei welchem Wetter. Und alle, die sowas nicht interessiert, die haben jetzt schon längst ausgeschaltet. Für die, die noch dabei geblieben sind, habe ich diesen Flug cinematisch geschnitten und mit Musik untermalt und möchte euch somit die Schönheit des Nordens näher bringen. Ich habe zwar den Norden Amerikas noch nie gesehen und noch nie erlebt. Ich war aber auf ähnlichen Breitengraden in Norwegen unterwegs und kann euch sagen, der Norden hat sehr, sehr viele Reize zu bieten. Also entspannt euch, genießt den Flug und genießt die Musik. Kurz vor der Landung melde ich mich nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, ihr habt durchgehalten. Danke. Auf die Helden des Alltags. Und wie gesagt, es geht sowohl mit den Starfighter als auch mit der MiG weiter. Bis dann.